und herzlich willkommen bei Festo. Schön, dass ihr dabei seid. Und mein Name ist Frank. Heute geht es nicht um die 1010er mit dem Licht, sondern um die 1400. Und im letzten Video, wo es um Fräsen mit Licht ging, habt ihr mir in den Kommentaren sehr oft reingeschrieben, ich oder ihr möchtet ein Licht bei der 1400er. Um dieses Licht bei der 1400er Oberfräse geht es in diesem Video und noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr seid dabei, habt Spaß. Legen wir los. So, jetzt haben wir hier die OF 1400 und wie verhält sich das jetzt mit dem Licht? Natürlich könnte man jetzt hier an so eine Oberfräse direkt ein Licht hier installieren, aber wir sind eigentlich bemüht, immer hier auch rückwärtskompatibel Zubehöre zu montieren. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier ein Licht zu entwickeln, welches auch an ältere Modelle montiert werden kann. Das Ganze wird hier über diesen Absaugkanal montiert. Das heißt, anstelle dieses Absaugkanales werde ich hier diesen verwenden. Wird also hier als Zubehör angeboten und im Lieferumfang ist dann hier dieses Absaugsystem, welches dann hier montiert werden kann, upsala, und arretiert werden kann. Über einen kleinen Schalter hier an der Seite drückt man hier drauf und schon kann ich hier das Ganze beleuchten und habe hier optimale Sicht auf meinen Fräser. Wenn jetzt hier das Licht nach 3 Stunden, 6 Stunden, je nach Intensität ausgehen sollte, dann habe ich hier ein kleines Kabel. Wird dann hier montiert an der Seite und nun habe ich die Möglichkeit natürlich auch wiederum meinen Charger einzusetzen, wo hier ebenfalls wieder der Anschluss da ist. Steckt das Ganze hier ein und kann nun das Ganze auch wiederum laden. Also ihr seht, im System gedacht, auch für Oberfräsen, die schon etwas älter sind. Aber lass uns mal ein bisschen in eine Anwendung reingehen, sodass ihr hier vielleicht auch seht, welchen Vorteil es direkt beim Fräsen hat, dieses Licht. Und zwar möchte ich hier eine relativ einfache, simple Geschichte machen, eine Nut einfräsen für, ich habe da mal so einen kleinen LED-Streifen, den ich hier einsetzen möchte. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, welchen Nutfräsen nehmen wir da? Ich habe hier mal 2 dabei, weil hier ist auch immer die Frage, was ist denn oder für welche Anwendung nehme ich denn welchen Fräser? Und ich habe hier einen Hartmetallfräser, der hier, der auch so spiralförmig ausgeprägt ist. Und der hat den Vorteil, dass er zum einen mal eine sehr, sehr lange Standzeit hat, weil er hier voll Hartmetall ist. Die Späne, und ihr seht schon, durch diese Form werden nach oben heraus transportiert und dann dementsprechend abgesaugt. Und natürlich durch diesen spiralförmigen Schliff, ähnlich, könnt ihr euch erinnern, die Hobelmesser von Festool, auch so spiralförmig schräg angelegt, kann man hier eine wunderschöne Arbeitsergebnisse Massivholz erreichen. Natürlich auch dementsprechend hochpreisig. Hier die Alternative, ein normaler zweischneidiger Nutfräser, der hier oben auch Schneiden hat, sodass ich hier ins Material, im Spiralnutfräser ebenso, ins Material praktisch einstechen kann und dann von dort aus die dementsprechende Nut fräsen. Vom Durchmesser her haben wir hier einen 12 mm Schaft und auch hier vielleicht zur Information, bei Festo gibt es 8 mm Schaftfräser und 12 mm Schaftfräser und die Marktbegleiter haben auch Fräser mit 6 mm und hier muss man dann einfach dann die Spannzange wechseln. Die gibt es bei der OF 1400er im Zubehör. Zum Einsetzen brauche ich hier oder soll ich hier Handschuhe anziehen, denn jetzt komme ich mit der Schneide in Kontakt und ich sollte mich ja nicht verletzen. Hier ist dann auch immer die Frage, wie tief soll ein Fräser hier eingesetzt werden. Und ganz grob sage ich immer 2/3 sollte er mindestens drin sein. Bei Festo gibt es hier sogar noch kleine Markierungen, wo man das dann genau sehen kann.
aber irgendwann mal wird die Markierung nicht mehr sichtbar sein und dann ist so eine ganz grobe Faustregel 2/3. Hier haben wir dann den Pfeil, wo es mir sagt, okay, wenn ich hier drücke, kommt die Spindelarretierung zum Spiel und dann gegen die Drehrichtung anziehen. Und damit ich jetzt den Schlüssel nicht immer hier neu ansetzen muss, habe ich hier diese Rasch-Funktion. Die gibt es bei der OF 2200 und bei der 1400, allerdings bei der 1010er nicht. Der Fräser ist jetzt eingestellt oder eingebaut und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze natürlich dann auszuleuchten. Sieht dann wunderbar aus. Und ich möchte jetzt aber hier einen Nut fräsen. Und dazu nehme ich mir hier diesen Parallelschlag. Der führt mich hier an der Seite. Und diese 2 Stangen, welche ich hier sehr einfach montieren kann. Und was mir gut gefällt bei diesen Festoolfräsen, ich habe hier in der Regel eine zentrale Schraube bei der 1400er. Und die bewirkt, dass ich hier auf einmal beide Stangen festmachen kann. Auf der anderen Seite habe ich hier 2 Schrauben. Ich sage es gleich warum. Denn mit diesen 2 Schrauben kann ich ebenfalls hier die Stangen fixieren und die Schraube hier in der Mitte ist dazu da, um das Ganze noch fein zu justieren an diesem grünen Drehrad, entweder in diese Richtung oder in die andere Richtung, je nachdem wie ich drehe. Und sobald ich die Position gefunden habe, die richtige, die feine Einstellung, mache ich hier fest und das Ganze ist dann arretiert. Zuvor müssen wir das aber mal, ja, ich sage mal grob einstellen oder grob in Position bringen und dazu kann ich mir hier eine kleine Markierung mal auf das Werkstück drauf machen. Und jetzt hilft mir tatsächlich das Gehäuse der Oberfräse, denn ich habe hier im vorderen Bereich eine kleine Markierung, das seht ihr. Bringe es jetzt in Position und diese Markierung sagt mir, das ist die Mitte des Fräsers. Arretiere das Ganze und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt hier keine ganze Nut haben, sondern nur von hier nach hier, also definiert, dann gibt es tatsächlich an der Seite ebenfalls hier eine kleine Markierung und die sagt mir dann, je nachdem, wo ich dann meinen Anriss mache, hier ist wiederum die Mitte des Fräsers. In meinem Fall habe ich, wie schon gesagt, einen 12 mm Fräser, denn diese LED-Lichtband ist 12 mm breit. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar die Tiefe. Ja, das heißt, jetzt haben wir hier den Anschlag. Wir können also das Maschinchen sehr schön führen, aber die Tiefe müssen wir noch einstellen. Und hier haben wir das ganze komplexe Teil hier und manche sagen mir oft, oh, das verwirrt mich, wie gehe ich da am besten vor? Starten möchte ich mal hier unten mit diesem sogenannten Revolveranschlag. Und in diesem Revolveranschlag gibt es kleine Gewinde-Schrauben, sage ich mal, die auch individuell in der Höhe verstellt werden können. Und das garantiert mir oder gewährleistet mir, dass ich hier bei einem Fräsgang mit unterschiedlichen Fräshöhen individuell hier sehr schnell wechseln kann und auch immer wieder meine Frästiefe finde, die ich dann vorab mir eingestellt habe. In meinem Fall gehen wir jetzt hier mal auf die höchste Einstellung hier, fahren mit dem Fräs nach unten und es geht aber nur dann, wenn ich tatsächlich diesen schwarzen Knopf hier löse, fahre nach unten, bis ich Kontakt habe zu meiner Oberfläche mit dem Fräser, arretiere das Ganze und jetzt bin ich sozusagen auf der Nullposition. Das heißt, ich fräse nicht wirklich ins Material rein, aber ich kratze es so ganz leicht an, sodass ich hier mehr oder weniger null positioniert bin. Dann löse ich hier diesen Hebel hier und das Ganze geht hier jetzt praktisch nach unten auf diesen Anschlag und hier habe ich an der Seite ebenfalls noch so eine kleine Schiebefunktion und die gehe ich ebenfalls nach unten. Und so weiß ich, jetzt bin ich tatsächlich auf der Nullposition. Wenn ich jetzt hier dieses Gestänge nach oben ziehe, dann geht automatisch dieser kleine Schnittzeiger mit und der zeigt mir an, ob ich jetzt 5 mm, 10 mm oder 15 mm tief reinfräse ins Material, denn das ist dann exakt dieser Abstand hier. In meinem Fall möchte ich jetzt hier mal 3 mm tief reinfräsen. So. Okay. Und dann schauen wir mal, ob das von der Frästiefe her
so passen würde. Absaugung ist mehr oder weniger jetzt montiert, ausgeleuchtet ist alles. Ich sehe wunderbar auf meinen Fräser ran und jetzt brauche ich nur noch die Absaugung und hier empfehle ich tatsächlich den 36er Saugschlauch. Den kann ich auch wunderbar hier hinten arretieren. Es geht auch ein 27er, also ein kleiner Saugschlauch, den muss ich dann innen reinführen, aber bei Fräsen erzeugt man doch sehr viel Staub oder sehr viel Späne und da macht es einfach Sinn, wenn ich hier mit dem dementsprechend großen Saugschlauch das Ganze absauge. Gut, wichtig natürlich auch hier, Safety First, ein bisschen Earplugs rein, also diese Gehörstöpsel da, gibt es ja wunderschöne GHS von Festool, wo man dann auch noch empfangsbereit ist. Und, ich sehe gerade mein Kopierring. Auch hier kam immer wieder die Frage in den Kommentaren, passt dieser Kopierring dann auch, wenn ich hier, ich mache mal kurz mal den Strom weg, wenn ich hier das Lichtmodul dran habe. Und auch das funktioniert. Das heißt, ich kann das hier wunderbar, das jetzt mal kurz, das ist ja mal gleich wieder eingestellt, kann man hier wunderbar aufsetzen und arretieren. Und auch hier kommt manchmal der Hinweis, ja, bei mir, da wackelt es so arg, da kann ich nicht genau arbeiten. Also das sollte hier nicht wackeln, kein allzu großes Spiel haben. Also wenn ich hier tatsächlich, ich sag mal im Mühbereich bin, da ist es vielleicht noch okay. Aber wenn ich jetzt hier 1 mm, 2 mm wackeln kann, dann müsst ihr hier vielleicht unser Service in Anspruch nehmen. Ich denke, das ist kein Problem. Zum Lösen einfach wieder hier die 2 grünen Schalterchen drücken und schon geht der Kopierring wieder raus. Jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Ausgangsposition. Und ihr seht, sehr schnell kann ich das wieder hier in Position bringen, einstellen und loslegen. Was ich noch brauche, Strom, den habe ich jetzt noch hier in meinem Plug-it-Verschluss anschließen. Falls ihr eine Oberfräse habt, also eine 1400er oder auch eine 1010er und ihr habt hier einen Parallelschlag, schaut darauf, dass ihr so bei so Anwendungen diese Anschläge hier mittels dieser Schrauben zusammenführt, dass ihr hier kein zu großes Loch habt, um hier eine gute Führung. Sonst kann es schon mal sein, dass er hier am Ende praktisch reinfällt und dann das Ganze nicht so optimal dann aussieht. Die Nut ist gefräst. Schauen wir uns mal an, inwieweit hier unser LED-Lichtband passt. Also von hierher sieht es gut aus. Jetzt schauen wir mal die Höhe. Ja, die sieht gut aus. Aber wenn jetzt das Ganze hier jetzt noch ein bisschen zu hoch wäre oder zu tief, könnte ich hier ohne großartige Verstellungen, und das möchte ich mal zeigen, einfach als Muster, hier an diesem grünen Drehrad das Ganze verstellen. Das heißt, ich löse das hier, gehe jetzt, also das heißt nach rechts in Uhrzeigersinn, aufsteigende Zahlen heißt, ich fräse hier mehr, also tiefer rein. Das heißt, ich würde jetzt mal hier 2 Zehntel tiefer gehen. Ein Klick ist immer ein Zehntel und so habe ich dann die Möglichkeit, es nochmal fein zu justieren. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr wollt, das habe ich auch schon zu meinen Kollegen gesagt, hier ein Plus dran machen und hier ein Minus und dann wisst ihr genau, so wie ich drehe, so habe ich dann mehr oder weniger. Okay, ich habe jetzt diesmal hier tiefer gemacht, gebe mal in die Position wieder, runter und fahre hier an. Und man kann sehr schön sehen, dass wir hier ein bisschen tiefer jetzt sind, um 1, 2 Zehntel wie jetzt die Fräsung zuvor. Und dann müssen wir einfach nur noch hier unser Lichtband einkleben. Das ist dann schön eben.
und letztendlich dann schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe es gerade probiert und on. Ja, funktioniert, schön grün. Also, es klappt. Ich denke, ihr habt hier wieder eine Menge Informationen bekommen mit der Oberfräse 1010, Quatsch, 1400 und natürlich 1010. Aber das Ganze mit dem Lichtmodul, das hier nachträglich nachgerüstet werden kann. Freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann, euer Frank.